Die Rolle Flow-Driven Generative Design bietet Ihnen die Möglichkeit, Ihre Bauteile hinsichtlich des Strömungsflusses zu optimieren und automatisch strömungsgesteuerte Formen zu erzeugen. Dabei soll der Druckabfall minimiert und die Massendurchflussrate aufrechterhalten werden. Wie sich dies in der 3D Experience mit der Rolle Flow-Driven Generative Design einfach umsetzen lässt, möchte ich Ihnen nun Step für Step innerhalb eines kurzen Tutorials zeigen. Ich befinde mich nun im Rich-Client der 3D Experience. Über die Suche möchte ich eine Baugruppe öffnen. Zum Filtern der Suchergebnisse helfen mir die sogenannten 6W-Tags. Nun habe ich nur noch ein Ergebnis und werde dies im Assembly Design öffnen. Hier sehen Sie die Stichsäge, also es ist eine Baugruppe mit Unterbaugruppen und verschiedenen Einzelteilen. Hier füge ich nun ein neues Teil hinzu, denn für diese Stichsäge soll eine Absaugung erzeugt werden. Hierfür benenne ich zunächst das gerade eben neu eingefügte Einzelteil in Absaugung. Wir schauen jetzt hier zunächst einmal in das Einzelteil rein. Hierbei muss der Konstruktionsraum, der sogenannte Design Space, definiert werden. Das habe ich jetzt hier schon einmal vorbereitet. Wie Sie sehen, man sieht den Design Space und auch die Volumen für In und Out. Das Ganze speichere ich mir einmal ab. Hier habe ich die Möglichkeit, mit Optionen zu speichern. Das heißt, ich bekomme auch gleich angezeigt, ob etwas neu ist, geändert wurde oder vielleicht vom Speicherprozess ausgeschlossen wurde. Dies wurde nun erfolgreich gespeichert und ich kann das Einzelteil in einer neuen App öffnen. Die vorhandene Baugruppe schließe ich einmal und wir sehen jetzt hier nur noch dieses Einzelteil, die Absaugung. Nun wechsle ich in eine andere App, und zwar in die Flow-Driven Generative Design App. Im unteren Bereich befinden sich verschiedene Symbolleisten, einmal Flow Study, aber auch Part Design, Surface Design und FreeShape Design. Interessant für uns ist zunächst Flow Study. Und wir wählen hier die Flow Optimization an, da wir eine neue Optimierung erstellen wollen. Dafür gehe ich hier einmal auf das Plus und kann der Simulation einen Namen geben. Und ich klicke nun einmal auf Create. Jetzt sehen Sie auf der rechten Seite schon einen Assistenten. Dieser Assistent wird uns jetzt im Folgenden helfen und uns durch den gesamten Workflow leiten. Dieser Assistent gibt uns vor, was wir Step für Step zu tun haben. Auf der linken Seite sehen Sie den Strukturbaum, wie Sie ihn vielleicht auch aus CATIA V5 kennen. So ähnlich. Im Endeffekt haben wir jetzt hier neben dem Model auch noch Szenario und Results. Jetzt wählen wir hier einmal ein Fluid Set aus. Dafür brauchen wir den Design Space, können hier angeben, ob dies ein Fluidvolumen oder ein Rohr ist. Genauso müssen wir noch die In- und Outlets definieren. Die wurden als extra Körper in dem Part Absaugung erstellt. Auch hier kann ich wieder angeben, ob dies jeweils ein Fluidvolumen oder ein Rohr ist. Jetzt sehen Sie hier, es wurde noch kein Material hinzugefügt. Das können wir ganz einfach über diesen Befehl machen und das Material in der Datenbank suchen. Wir verwenden hier einmal Luft und können unsere Suchergebnisse wieder mit den 6W-Tags filtern. Wichtig ist hierbei, dass wir ein Material auswählen, das eine sogenannte Simulationsdomäne hat, damit wir nachher auch alle relevanten Daten haben
um die Simulation ausführen zu können. Nun habe ich ein Material gefunden, das wähle ich einmal aus. Nun muss ich nochmal Fluid Set anwählen, da ich hier auch mehrere haben könnte und somit das entsprechende selektieren muss. Jetzt sehen wir im Assistenten, dass das Fluid Set bereits ausgewählt wurde und wir können das Volumen anwählen, welches im Folgenden optimiert werden soll. Ich könnte dies auch hier in dem Fall einmal umbenennen, das brauche ich aber natürlich nicht unbedingt. Nun schauen wir uns die Bedingungen an. Für die Bedingung am Inlet kann beispielsweise eine Geschwindigkeit oder auch eine Massen- oder Volumenflowrate ausgewählt werden. In diesem Fall wählen wir eine Volumenflowrate aus, dafür muss ich eine Fläche als Support auswählen und gebe eine Volumenflowrate an. Nun gebe ich noch eine Bedingung am Ausgang an. Hier könnte ich beispielsweise die Massenflowrate aufsplitten. Da ich hier aber nur einen Ausgang habe, nehme ich einen Druck am Ausgang. Ich könnte hier auch, im Falle, dass ich weitere Flächen habe, diese über einen gewissen Winkel gleich zusammen selektieren. Man könnte auch noch eine Bedingung für die Wand setzen und hier beispielsweise sagen, ob es einen Schlupf gibt an der Wand oder nicht. Ebenso lassen sich auch Einstellungen zur Rauheit angeben. Nun muss das Setup validiert werden. Man könnte jetzt gleich rechts auf den Validierungsknopf, wir schauen uns gerade mal die Eigenschaften noch an. Das heißt, es wird automatisch ein Netz generiert und Sie können individuelle Einstellungen zur Grenzschicht vornehmen. In diesem Fall belassen wir es bei den voreingestellten Werten. Wir aktualisieren hier einmal das Netz und können uns jetzt hier die Kriterien für das Netz anschauen. Wir werden nun das Setup validieren. Die Model- und Szenario-Checks sind abgeschlossen und in Ordnung. Wir gehen jetzt in den Bereich Optimierung. Wir können hier die Anzahl der Iterationen angeben und auch die Intervalle, in denen abgespeichert werden sollen, definieren. Außerdem gibt es weitere Expertenoptionen. Wir lassen die so eingestellten Optionen. Nun können wir die Optimierung starten. Es gibt hier verschiedene Möglichkeiten. Einmal kann ich auswählen, wo ich die Berechnung durchführen möchte, auf meinem Rechner lokal oder in der Cloud. Und ich habe auch die Möglichkeit, ein Lizenzmodell zu wählen. Das heißt, in diesem Fall nehmen wir Tokens und ich rechne mit 16 Kernen auf meinem Rechner. Wir bekommen jetzt hier ein Fenster, in dem der Fortschritt der Simulation zu sehen ist. Wir würden jetzt hier, auch wenn es zu Warnungen kommt, zu sonstigen Error-Messages, einen Hinweis bekommen. Wir können uns auch Plots anschauen und die verschiedenen Ergebnisse der Iterationen. Wir sehen jetzt hier, dass die Simulation ausgeführt wird und wir sind gerade bei 1%.
Hier sehen Sie jetzt die verschiedenen Plots und die Iterationen. Da springe ich einmal kurz rein, damit Sie das gesehen haben. Und natürlich habe ich jetzt für Sie das Video ein bisschen zusammengeschnitten. Das heißt, wir werden uns jetzt hier im Folgenden schon das Ergebnis anschauen. Ich gehe jetzt hier wieder in den Assistenten rein für die Flow-Optimierung. Und wir haben unser Ergebnis. Es ist zu sehen, dass Run Flow Optimization okay ist. Ich habe nun hier Generate Design angewählt und kann hier in dem Fenster, das sich eben geöffnet hat, verschiedene Einstellungen treffen, zum Beispiel einfach meinen Konstruktionsraum anzeigen oder ausblenden lassen. Ich kann dann hier auch meinen Schnittwert ändern, beispielsweise von 85 auf 20. Und Sie sehen, dass sich das Ergebnis deutlich verändert hat. Das heißt, es ist weniger Volumen vorhanden. Ich kann dann hier den Output-Typ erwählen. In dem Fall möchte ich gerne eine exakte Geometrie. Ich habe hier auch die Möglichkeit, die Übergangsbereiche in der Grafik grün dargestellt, noch weiter anzupassen. Wir lassen jetzt in diesem Fall einmal die Standardwerte. Ich kann dann hier, wenn ich jetzt automatisch diese Form generieren möchte, einmal automatisch erzeugte Flächen anwählen oder ich gebe vor, wie viele Flächen es am Ende geben soll. Mit dem Multiview Layout habe ich auch die Möglichkeit, verschiedene Konzepte zu vergleichen. Das heißt, ich habe hier 4 Darstellungen, ich könnte die auch einzeln drehen und ich kann jetzt hier mir verschiedene Optionen mit verschiedenen Werten anzeigen lassen. Das heißt, ich kann bei einem vielleicht den Schnittwert ändern und bei dem anderen den Frame Index. Ich lasse das Ganze jetzt mal auf automatisch und generiere mir meine neue Form. Hier sehen Sie jetzt die neu berechnete Form. Wir hätten jetzt die Möglichkeit, auch gleich noch weitere Konzepte mit zum Beispiel einer anderen Anzahl von Flächen zu generieren. Für uns ist das jetzt aber erstmal genug, dass wir diese eine Form haben. Diese neue Form sollten wir natürlich noch einmal validieren. Dies kann wieder über den Assistenten geschehen. Sie hätten natürlich auch die Möglichkeit, die Form zunächst noch hinsichtlich ihrer Flächen zu optimieren, das heißt zu glätten. Da gibt es mehrere Möglichkeiten, die werde ich Ihnen dann im Folgenden vorstellen. Zunächst möchten wir jetzt aber sagen, dass wir diese Form in Ordnung finden und diese validieren. Wenn ich hier auf Validate Design gehe, muss ich meine Form, die ich validieren möchte, anwählen. In unserem Fall die eben generierte. Das Fluid Set könnte ich ändern, wir lassen es in dem Fall. Genauso alle anderen Bedingungen bleiben, wie sie vorher schon in der Optimierung waren. Wir haben jetzt hier wieder die Meldung bekommen, dass Model- und Szenario-Checks completed und somit auch okay sind. Ich könnte jetzt hier wieder meine Anzahl der Iterationen einstellen. Das lassen wir jetzt einmal auf 2000 und wir werden diese Analyse jetzt einmal wieder starten. Das Ganze möchte ich wieder interaktiv machen und mit den sogenannten Tokens. Mein Rechner gibt 16 Kerne her, deshalb möchte ich die auch nutzen und ich werde einmal auf OK. Hier habe ich bereits wieder das Simulationsergebnis für Sie, das heißt die Zeit der Berechnung herausgeschnitten. Ich kann mir hier verschiedene Plots für verschiedene Variablen anzeigen lassen. Sobald die Simulation beendet ist, kann ich mir über Display Results die Ergebnisse der Simulation anzeigen lassen. Hier kann ich mir sogenannte Streamlines anzeigen lassen oder auch einfach das Ganze flächig ausfüllen. Hier wird jetzt zum Beispiel die Geschwindigkeit angezeigt. Ich habe auch die Möglichkeit,
zum Beispiel Schnitte durch mein Ergebnis zu legen und an verschiedenen Stellen mein Ergebnis analysieren. Natürlich habe ich auch die Möglichkeit, mir den Druck anzeigen zu lassen und habe auch die Möglichkeit, mir diese Skala, die Sie jetzt ganz rechts sehen, von der Optik her ein bisschen umzugestalten. Das heißt zum Beispiel, dass ich das Ganze innerhalb des Formats ändere oder auch, ob das Ganze horizontal oder vertikal sein soll. Ich habe auch die Möglichkeit, mir weitere Plots und Schlüsselinformationen anzeigen zu lassen. Hier sehen Sie das Ergebnis der Form, die wir vorhin generiert haben. Es fällt auf, dass manche Flächen noch nicht so optimal sind von der Qualität, um sie vielleicht fertigen zu können, vor allem wenn diese Bereiche später in einem Sichtbereich wären. Deshalb werden wir hier jetzt Funktionen aus dem Part Design und Surface Design nutzen, um diese Flächen noch zu optimieren. Sie haben jetzt hier mehrere Möglichkeiten. Ich möchte Ihnen zunächst die Möglichkeit mit einer Multi-Section Surface zeigen. Das heißt, ich habe mir jetzt hier erstmal ein neues geometrisches Set erzeugt und blende meine Ebene aus, zu der ich dann weitere Ebenen erstellen möchte. Hier wird jetzt Offset from Plane verwendet. Das heißt, ich gebe ein bestimmtes Offset an von einer Ebene zur nächsten Ebene. Sie könnten auch eine Linie erzeugen und dann die Ebenen senkrecht durch diese Linien verlaufen lassen. Das wäre genauso möglich. Okay, nun haben wir genug Ebenen und werden jetzt sogenannte Skizzen erzeugen. Und jetzt kann ich hier genauere Angaben zu diesen verschiedenen Skizzen machen. Einmal, ob das Ganze primitiv sein soll, das heißt, ich hätte vielleicht einfach nur einen Kreis, eine Ellipse, ein Rechteck und so weiter. Oder ich möchte eine Spline haben und kann dann angeben, diese Spline soll eine gewisse Toleranz haben oder durch eine bestimmte Anzahl von Punkten gehen. In dem Fall sollen es jetzt 8 Punkte sein. Wie Sie links im Strukturbaum sehen können, hat man dann auch wirkliche Skizzen und kann diese auch noch hinsichtlich der Maße bearbeiten. Und wir nehmen jetzt einmal hier diese Skizzen, die wir eben automatisch alle zusammen erstellt haben, wählen diese an und bestätigen das einmal. Und schon haben wir eine Fläche, die durch diese verschiedenen Skizzen geht. Nun werden wir noch die Übergänge generieren. Hierfür nehmen wir wieder das In- und das Outlet-Volumen und wenden einmal Multiple Extract an, sodass wir die Kanten und Flächen von diesem Volumen einmal haben. Nun wechseln wir in den Bend-Befehl und werden diese Flächen verbinden. Nun müssen wir diese einzelnen Flächen einmal zusammenfügen mit dem Join-Befehl. Und können nun in einem neuen Körper unsere Fläche dann auch aufdecken.
Genauso gibt es hier die Möglichkeit, auch automatisch dann aus dieser Fläche ein Rohr zu erzeugen. Ich möchte Ihnen jetzt aber noch eine weitere Möglichkeit zeigen, und zwar verwenden wir jetzt hier nicht nur das Surface Design, sondern das FreeShape Design. Und ich habe jetzt hier die Möglichkeit, unter Imagine and Shape Tube Drawing zu verwenden. Kann jetzt hier anwählen, was dann meine Grundform, meine Schnitte sein sollen. In dem Fall sollen es Ellipsen sein. Und ich sage, dass die Enden von diesem Rohr, das ich jetzt gleich ganz schnell erzeugen werde, offen sein sollen. Ich schaue jetzt mal, dass ich meine Ansicht ein bisschen umstelle, sodass ich direkt darauf schaue. Wie Sie sehen, habe ich einen Stift und kann mir ganz einfach Linien zeichnen. Man sollte hier möglichst wenige Abschnitte generieren. Das heißt, dass man Endfläche aus möglichst wenig Einzelflächen besteht. Aber natürlich so viele wie notwendig. Dann bestätige ich das. Und blende jetzt meinen Fluid Design Shape einmal aus. Und Sie sehen, hier habe ich eine Fläche, die gut von der Qualität ist und wie gesagt auch sehr schnell generiert ist. Nun benötigen wir noch den Übergang. Dazu wechsle ich wieder in das Surface Design und nehme die Funktion Multiple Extract, am besten mit Doppelklick, und wähle meine Kanten und Flächen aus, die ich ja dann gleich für die Verbindung benötige. Mein In und Out kann ich natürlich auch wieder ausblenden, das benötige ich jetzt nicht mehr. Ich lasse mir hier die Ebene anzeigen. Da ich hier noch eine Verschneidung für die Closing Points für den späteren Übergang durchführen muss. Sie sehen jetzt zwei Varianten, also einmal hier das Ganze mit FreeShape Design, vorhin haben wir das Ganze mit Surface Design gemacht. Das heißt, Sie brauchen natürlich nur eine Variante davon durchzuführen und können sich entscheiden, was für Ihren Prozess besser ist oder was Ihnen eher liegt. Hier werden jetzt diese Closing Points angewählt, für die wir eben gerade diese Verschneidungen durchgeführt haben. Auch diese Flächen muss ich natürlich wieder zusammenfügen über ein sogenanntes Join. Das kennen Sie sicherlich aus dem Flächendesign. Und ich erstelle mir wieder einen neuen Körper für diese letzte geschlossene Fläche. Auch hier decke ich die Fläche einfach wieder auf. Das habe ich jetzt nochmal abgespeichert und wir öffnen uns jetzt die Baugruppe von der Stichsäge. Das Ganze filtere ich wieder nach dem Besitzer der Baugruppe und nach dem Collaborative Space, in dem wir das Ganze erstellt haben. Hier ist jetzt dieses Absaugrohr auch schon eingebaut. Nachdem wir ja zu Beginn schon dieses Part in diese Baugruppe eingefügt haben. Wie man sieht, es gibt jetzt noch ein paar Überschneidungen. Das liegt unter anderem daran, dass wir nach außen aufgedickt haben
und der Design Space entsprechend nicht klein genug gewählt wurde. Das können wir jetzt aber in dem Fall auch noch ein bisschen anpassen. Das heißt, wir können wieder in diese Subdivision Surfaces rein. Können das Ganze aktivieren und dann die Flächen ein bisschen nach innen verschieben in dem Fall. Okay, jetzt können wir wieder unsere Form einblenden. Sie sehen, die Anpassungen, die wir jetzt gerade in der Subdivision Surface gemacht haben, wurden auch übernommen natürlich automatisch. Und wir sehen jetzt hier nochmal zum Abschluss die gesamte Baugruppe. Können die auch nochmal animieren. Über diesen Kompass links oben drücken auf den Play-Button und bekommen alle möglichen Ansichten nochmal vorgespielt. Das heißt, wir haben uns zuerst mit der Kategorie Flow Study beschäftigt, hier eine Flow Optimization durchgeführt und eine Flow Analysis. Und ich habe natürlich auch die Möglichkeit, meine Fläche noch ein bisschen zu verbessern und danach meine Flow Analysis erneut durchzuführen. Und wenn Sie das Flow-Driven Generative Design live sehen oder selbst testen wollen, melden Sie sich gerne jederzeit bei uns.